Hey meine Freunde, neues Video, neue Woche, wieder mal Glück. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Ich grüße dich. Wir haben Mitte September und ich will in diesem Video auf einige Punkte drauf eingehen, die ich persönlich in der Türkei liebe und die ich sehr vermissen würde, wenn ich die Türkei für immer verlassen würde. Denn es gibt viele Besonderheiten in der Türkei und da wir uns die letzten Tage und Wochen immer wieder mal negativ über die Türkei geredet haben, vielleicht ein bisschen geäußert haben, möchte ich hier nochmal ein paar Dinge klarstellen aus meiner Sicht in Bezug auf die Türkei. Nachdem wir mittlerweile über 3 Jahre jetzt hier sind und eine gewisse Erfahrung in der Türkei gemacht haben. Und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist aber nirgendwo auf der Welt. Und dementsprechend bin ich froh und dankbar, wenn du die alten Videos, die letzten Videos der Woche und der Monate dir mal anschaust, die Türkei-Playlist dir mal zugute führst. Vor allen Dingen, wenn du ein paar Auswanderungstipps haben möchtest, wenn du speziell auch über die Türkei mehr erfahren möchtest, hautnah von uns und teilweise auch von unseren Kids, die jetzt mittlerweile junge Erwachsene sind und die auch natürlich sich ab und zu mal zu Wort melden. Da sind die Meinungen ab und zu zwiegespalten, aber ich denke, das gehört in jeder gesunden Familie dazu, dass man auch nicht immer gleicher Meinung ist. Nichtsdestotrotz, unterm Strich gesehen, ist es ganz, ganz wichtig, immer ein Team zu sein, vor allem in der Familie und dementsprechend ganz wichtig, auch sich aussprechen zu lassen. Ich möchte nun ein paar Punkte nennen, die die Türkei aus meiner Sicht anders macht als Deutschland vor allen Dingen und wahrscheinlich auch viele andere Länder auf der Welt. Die Türkei ist natürlich bekannt durch ihre Gastfreundschaftlichkeit. Sie sind sehr gastfreundlich, sie sind sehr hilfsbereit. Und ein akutes Beispiel möchte ich gleich mal nennen. Und vor allen Dingen, das würde es zu 100% höchstwahrscheinlich, also ich habe das nie erlebt, in Deutschland nicht geben. Beispiel, ich stehe letztens in einem Markt mit Mandana. Wir haben uns ein paar Flaschen Wasser geholt, eine Schachtel Zigaretten, nicht für mich, aber es waren 101 Tele, 101 türkische Lira. Und ich hatte aber nur 100 Lira, also einen 100er-Schein. Und dann habe ich Mandana gefragt, ob sie noch irgendwie Kleingeld hat. Und der Mensch hinter der Kasse hat das mitbekommen, dass wir reden über diesen einen Tele. Ein Tele, das sind wahrscheinlich nicht mal 5 Cent oder sowas. Und dann hat er gemeint, das passt schon, ist schon in Ordnung, musst du mir nicht unbedingt geben. Ist gar kein Problem. Wenn ich in Deutschland mich erinnere und ich bin an der Tankstelle, ich bin im Supermarkt und es fehlt nur 1 Cent, dann bekomme ich die Ware nicht. Es könnte ja sein, oder man könnte ja auch theoretisch das so machen, dass der Kassierer hinter der Kasse diesen 1 Cent oder 5 Cent oder vielleicht wenn 10 Cent fehlen, aus eigener Tasche in die Kasse gibt. Aber ich habe das persönlich nie erlebt. Schreib das gerne mal rein, ob du sowas mal erlebt hast in Deutschland. Ich kann es mir vorstellen bei den Türken eventuell, aber bei den Deutschen habe ich das persönlich nie erlebt, wirklich. Das war richtig krass. Wegen 1 Cent, ich kann mich erinnern, wegen 1 Cent machst du jetzt rum, echt jetzt? Ja, kriegst du nicht die Ware. Pech gehabt. Wenn du 1 Cent beim Finanzamt Steuern hinterzogen hast, gehst du wahrscheinlich schon mit einem Bein in den Knast. Wie krass ist das bitte? Ja? Da kannst du mir bestimmt vielleicht das ein oder andere Beispiel auch hier in der Türkei in den Kommentaren hinterlassen und deine Erfahrung da lassen. Ein weiteres Beispiel möchte ich hier nennen und zwar, das war richtig cool. Das ist mir tatsächlich schon öfters passiert beim Sport. Nicht hier am Strand, aber wenn ich irgendwo Richtung Berge hochgelaufen bin. Und erst letztens, das war vor einer Woche ungefähr, da war ich nachts laufen. Das war vielleicht so 22 Uhr, es war schön kühl. Und dann bin ich losgelaufen. Und dann bin ich von mir Richtung Alanyaspor Stadion hochgelaufen. Und der Weg nach oben ist relativ steil und geht über einen Hügel hoch. Man könnte auch sagen, wenn du aus Hamburg kommst, ein Berg musst du hoch. Und das war das Krasse. Ich laufe da so in meinem Tippelschritt-Tempo, also im Laufschritt, aber schon auch wieder schweißgebadet. Und was passiert? Ein Fahrzeug kommt auf meine Höhe, kurbelt das Fenster runter und der Abi, der Beifahrer, fragt mich auf Türkisch, ob die mich mitnehmen sollen. Und dann habe ich ihm gesagt, danke dir, Abi, teşekkürler, Abi, aber ich muss Sport machen, Sport. Und dann hat er nochmal auf die Hupe gedrückt, der Fahrer, und hat so die Faust geballt. Und dann hat er mir weiterhin Kolay Gelsin gewünscht und dann ging es weiter.
Das ist doch krass, oder? Was sagst du dazu? Schreib gerne mal rein, ob du ähnliche Erfahrungen hier mal in der Türkei gemacht hast. Ein anderes Beispiel, weil ich es gerade auch sehe, hier am Alanya Spor Stadion, beim alten Stadion hier am Strand, am Oberstrand ist das alte Stadion. Und es ist anscheinend heute ein Fußballspiel und da ist viel Polizei. Ich drehe auch dazu gleich mal die Kamera, damit du dir das anschauen kannst und dann sage ich was. Also hier ist das Stadion und es ist richtig Bambule hier, viel Polizei am Start. Und was ich hier einmal ausdrücklich betonen möchte, habe ich in Deutschland wirklich sehr selten erlebt. Und hier in der Türkei, wenn wir mal eine Polizeikontrolle hatten, es war wirklich sehr entspannt, sehr human. Das ist wirklich auf Herzensebene und wir haben sogar einmal richtig Glück gehabt, dass wir so einen guten Polizisten hatten, weil wir eigentlich was nicht Korrektes getan haben und eigentlich hätte der Wagen sofort stillgelegt werden müssen zum Zoll. Aber er sagte noch Çok Ceza, das bedeutet eine heftige Strafe erwartet uns. Ja, das war ein Problem. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. Kannst du dir in der Türkei-Playlist auch mal anschauen. Schau am besten alle Videos an, damit du da auf dem neuesten Stand bist. Es gibt einfach Sachen, die man in der Türkei auf jeden Fall beachten muss. Und wenn man die nicht weiß, kann man dann Pech haben. Und dann kann man auch erhebliche Summen zahlen. Da kannst du ein paar Mal hin und her fliegen. Nach Deutschland und zurück. Also da haben wir immer 100% Quote, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und sind sehr froh und dankbar. In Deutschland gibt es solche und solche Menschen natürlich, hier sicherlich auch, aber wir persönlich haben immer Glück gehabt. Aber in Deutschland habe ich das vielleicht von 20 Kontrollen, ganz ehrlich, 1-2 Mal gehabt. Mein Auto in Deutschland wurde sogar mal abgeschleppt, das musst du dir mal reinziehen, am nächsten Tag. Ich musste in die Kaserne fahren und der Wagen war am nächsten Tag nicht da. Warum? Weil ich angeblich eine Ordnungswidrigkeit getan habe, weil ich den Straßenverkehr behindert habe. In einer Sackgassenstraße, rechts und links vom Gehweg, haben die Autos geparkt und angeblich, das musst du dir mal reinziehen, war mein Fahrzeug, die Reifen, über 10 cm vom Bordstein entfernt und das soll in Deutschland angeblich nicht rechtens sein. Und deswegen wurde mein Fahrzeug ordnungsgemäß vom Verkehr entfernt. Alter, also weißt du, was ich meine? Was für Menschen laufen da rum, nachts vor allen Dingen, die dann schauen mit einem Lineal am Bordstein, wie viel Zentimeter ein Auto weg vom Bordstein entfernt parkt. Also ganz ehrlich, was ist das bitte, ja? Also schreib gerne mal deine lächerlichste Polizeiaktion rein in die Kommentare. Heftig. Gibt es in der Türkei vielleicht auch, weiß ich nicht, aber seit 3 Jahren sind wir hier und haben nie irgendwie sowas erlebt. Ein weiterer Punkt, meine Freunde, ich bin nicht umsonst hier jetzt gerade am Strand und ihr seht es, ich bin eigentlich immer noch nass geschwitzt. Das ist ganz krass. Was soll ich sagen? Ich liebe es persönlich, bei gutem Wetter, bei schönen Temperaturen am Strand Sport machen zu können, laufen zu können. Es ist eine Freiheit für mich persönlich. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich vermissen würde. Im Sommer auf keinen Fall. Das ist eine absolute Qual, glaub mir, habe ich auch gemacht ein paar Mal. Aber irgendwann keinen Bock mehr. Aber zu dieser Jahreszeit, Richtung September und den ganzen Winter hinaus, am Strand Sport zu machen, ist ein Genuss. Und ich möchte dir auch zeigen, was noch ein Genuss ist. Vor allen Dingen für alle Sportbegeisterten. Abgesehen natürlich vom Meer, das ist ja klar, dass man ab und zu mal ins Meer geht, Ionenaustausch macht und dementsprechend auch hier wieder geerdet wird. Also mega cool. Will ich dir einmal zeigen, was ich noch hier liebe. Und zwar das hier, alles was du jetzt hier siehst, die Wellen im Hintergrund, Strand, Menschen entspannen sich, Menschen treiben Sport, spielen Beachvolleyball. Hier hinten auch, hinter den Palmen spielen sie. Und hier vorne natürlich ganz klar, immer wieder natürlich sportliche Aktivität. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Richtig cool. Die Menschen chillen sozusagen auch ihr Leben. Auch ältere Menschen machen ihr Sport, achten auf ihre Gesundheit, achten auf ihren Körper und Geist. Und hier auch natürlich immer wieder schön zu sehen, die Tiere werden nicht immer vergessen. Also richtig cool.
Das sind alles Punkte. Sehr, sehr schön. Dann noch ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt, den ich persönlich liebe. Kann man nur nachvollziehen, wenn man selber einen Roller hat und selber hier ganz entspannt einfach Roller fahren kann oder halt, wenn du Motorradfahrer bist, Motorrad fährst. Es ist natürlich ganz klar auch eine gewisse Gefahr, die fährt immer mit, gerade hier in der Türkei, in Alanya. Aber wenn du natürlich aufpasst und wenn du natürlich mit der positiven Energie an die Sache herangehst, dann ist das absolut, finde ich persönlich, eine Art von Freiheit. Einfach hier mit einem Roller rumfahren zu können, oben ohne. Im Winter natürlich ziehst du dir dann was an. Der Fahrtwind kann sehr kalt werden. Aber jetzt aktuell, ich ziehe mir gleich mein T-Shirt einfach nur an, obwohl ich nass geschwitzt bin. Und dann fahre ich nach Hause, gehe ganz entspannt duschen, mache mein Ding weiter und freue mich schon auf das nächste Video. Lass mir unbedingt deine Meinung dazu da. Was liebst du alles noch in der Türkei? Natürlich abgesehen von den ganzen Luxushotels, das Essen, All-Inclusive, Pools und mehr. Was sind die Kleinigkeiten vielleicht, die die Türkei für dich besonders machen? Oder auch vielleicht dein Auswanderungsland, wenn du in Dubai bist, wenn du in Griechenland bist oder sonst wo. Schreib's gerne mal rein. Und wenn du Interesse hast, auch einen Austausch mit mir persönlich zu führen in einem Videoformat, wenn du selber YouTuber bist, schreib mich gerne an. Lass uns austauschen für die Communities, damit wir da auch wieder mehr Mehrwert bieten können. Oder wenn du natürlich jemand bist, der sagt, pass auf, ich interessiere mich brennend für die Türkei, brennend für Paraguay oder allgemein, ich brauche akute Tipps für Auswanderung, für Gesundheitstipps und vieles mehr, hast du die Möglichkeit, bei mir das ultimative Mitglied zu werden und mit mir persönlich 1:1 ein Telefonat zu führen, monatlich für eine halbe Stunde oder natürlich auch gerne mehr. Und dann hast du direkt die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Alles Weitere in der Videobeschreibung. Check die Links, check unseren Online-Shop iTransform. Immer wieder mit tollen Aktionen für deine Gesundheit und dementsprechend für dein Leben. Ich freue mich. Lass dem Video einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Und auf jeden Fall auch ganz klar noch ein wichtiger Punkt, der Sonnenuntergang. Absolut immer schön hier in der Türkei. Super klasse. Also, ich freue mich auf das nächste Video. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus.